Das ist der 5 Zoll Freestyle Quad Flywoo Mr. Croc HD, geflogen mit der Radiomaster Funke und DJI-Brille. Vorne sitzt die DJI-Kamera mit dahinter der Air Unit, innen ein F7-Stack. Die Motoren sind gute Flywoo 2306,5 1750 kV Motoren und hinten ein GPS-Modul. Das Carbonframe ist schön fest mit 5 mm dicken und abnehmbaren Armen. Im Lieferumfang gibt es noch LED-Leiste für die Arme, 2 Akkustraps mit Motor, Ersatzschrauben. Die Akkustraps sind auf der Innenseite mit Gummi beschichtet. 2 Sätze von Gemfen 5146X Propeller sind dabei. Leergewicht vom Quad ist 437 Gramm und mit einem 6S Akku sind es 608 Gramm. Mit einer GoPro wären es mindestens 733 Gramm. Auf dem Quad ist Betaflight 4.1.1 installiert und gut eingestellt. Auf UART 2 ist bei mir der Crossfire Nano-Empfänger angeschlossen. Den Magnetometer schalte ich aus, weil es hier keinen gibt. Das Motorarming stelle ich auf bis 180 Grad ein. Motorbeeper aktiviere ich, da kein Piepser sonst vorhanden ist. Die PID-Werte sind super eingestellt. Ich stelle hier nur meine Rates ein, eben etwas höher gestellt, damit meine Drehungen gelingen. Bei dem Empfänger-Tab stelle ich die Kanalreihenfolge TAER ein, was bei Crossfire und FSK Standard ist. Unter Modes muss ich meine Schalter einrichten für Motoren an und aus, stabilisierten Modus für Anfänger, Horizon-Modus, also stabilisiert mit 3D-Loopings-Modus und zuletzt lege ich den Beeper auf meinen Schalter 3 fest. Unter OSD verschiebe ich den RSSI-Wert nach unten, da der sonst andere Elemente in der DJI-Brille überdeckt. Und natürlich brauche ich GPS-Speed, sodass ich sehen kann, wie schnell ich fliege. Nun bin ich fertig und kann gegebenenfalls alle Änderungen unter Zelle I mit dem Befehl diff all ausgeben und in eine Textdatei sichern. Trotz 608 Gramm fliegt sich der Flywoo Quad sehr gut und hat eine gute Beschleunigung. Schon der Flug auf Sicht macht total Laune auf Meer fliegen. Hier ist die Aufnahme von der DJI Air Unit mit 1080p Auflösung, die ich mit der GoPro Studio Software von 4:3 auf 16:9 gestreckt habe. Das Bild ist fantastisch und der Flywoo Mr. Croc Quad fliegt super. Butterweiche Drehungen, perfekte Loopings, alles funktioniert auf Anhieb mit den original gelieferten Betaflight-Einstellungen. Und das, obwohl hier nicht mal RPM-Filter aktiv ist. Ich würde hier nicht mal Betaflight 4.2 installieren. Warum auch? Alles ist hier perfekt. Schade nur, dass man die Anzeige von der GPS-Geschwindigkeit nicht von der DJI-Brille gespeichert wird. Es werden lediglich die DJI-Standard-OSD-Elemente bei der Aufnahme in der Brille gespeichert. Also Spannung, Flugzeit, Empfangsqualität und so weiter. Alle anderen Elemente, die man über Betaflight in die DJI-Brille eingeblendet werden, werden nicht mitgespeichert. Hoffentlich ändert sich das im nächsten DJI-Update. Flywoo Mr. Croc HD Quad ist ein gelungenes Produkt. Alles perfekt eingestellt, man muss nur noch fliegen. Den tollen 5 Zoll Freestyle Quad kann ich jedem empfehlen, der mit DJI Digital FPV-System fliegen möchte. Hier hat Flywoo alles richtig gemacht. Viel Spaß beim Fliegen!